Die meisten von uns kennen das. Zeugnisse mit Noten von 1 bis 6. 6 Zahlen, die entscheiden, du bist gut, ausreichend, ungenügend. Doch lassen sich Fähigkeiten und Wissen wirklich so einfach bewerten? Petra Fichtner-Garde, Direktorin der Reformschule in Kassel, ist sich sicher, das klassische Notensystem ist längst überholt. Wenn man mal so guckt, wie die Gesellschaft sich verändert hat und auch wie die Anforderungen an die Gesellschaft sich verändert hat und sich noch weiter verändern werden, wird man, glaube ich, nicht drum rumkommen, dass man andere Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern stärkt. Also man spricht immer von den 4 Ks jetzt im Moment: Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken, was Schülerinnen und Schüler mitbringen sollen. Ich glaube nicht, dass das Noten irgendwie in irgendeiner Form beurteilen können. Der Streit über die Vor- und Nachteile von Zensuren und Ziffernzeugnissen ist so alt wie das Schulnotensystem selbst. Noten sollen Vergleichbarkeit schaffen und zu mehr Leistung motivieren. So argumentieren Befürworter. Anouk, Franziska und Nele besuchen die 9. und 10. Klasse der Reformschule. Ihre Erfahrung ist eine andere. Besonders in der Grundstufe können manche Kinder noch nicht so gut mit diesem Druck umgehen, die auch eben Noten verursachen. Und das ist auch meiner Meinung nach nicht nötig in der Grundstufe. Als ich in der Grundschule war ich auf einer anderen Schule und da hatte ich Noten. Und deswegen aber, ich fand es an sich ganz gut, aber ich habe mir trotzdem, da hat man sich halt immer mehr Druck gemacht. Und ich finde, in so jungen Jahren braucht man diesen Druck noch nicht so richtig. Wenn ich jetzt auf die Noten schaue, dann sehe ich, okay, ich habe eine 3 oder eine 2 oder was auch immer. Und dann sehe ich, okay, ich bin jetzt auf einer 3, das ist okay, aber was muss ich tun, um mich zu verbessern? Und das finde ich, ist das Problem, finde ich, an Noten. Ist das ständige Vergleichen mit den anderen also wirklich motivierend? Und was machen Noten mit Schülern und Schülerinnen, die vielleicht nicht so gut sind? Ganz häufig wird man selber zu der Note. Ich bin nicht gut, ich bekomme eine 4, eine 5, eine 6 und das macht was mit dem Selbstbewusstsein. Und gerade wenn ich merke, okay, ich habe Schwächen, ich kann manche Sachen noch nicht, aber ich verbessere mich vielleicht Stück für Stück, macht das was mit dem Selbstbewusstsein. Also da ist auf jeden Fall diese Abwertung als du bist eine 5, du bist eine 6, die ist nicht gegeben. In der Bildungsforschung wird immer mehr für alternative Formen der Leistungsbewertung plädiert, die individuell statt vergleichend sind und die Lernentwicklung stärker berücksichtigen. In der Reformschule in Kassel gibt es bis zur 9. Klasse statt Noten Lernentwicklungsberichte zu jedem einzelnen Fach. Für die Lehrkräfte bedeutet das sehr viel mehr Arbeit, aber auch eine differenzierte Sicht auf die Schüler und Schülerinnen. Ich muss viel näher dran sein, ich muss eine ganz andere Bindung haben, ich muss viel mehr im Gespräch sein, muss viel mehr irgendwie gucken, was läuft gut, was läuft nicht so gut und muss eine viel fundiertere Rückmeldung geben. Eine 3 zu geben ist natürlich einfacher. Wenn ich jetzt aber genau begründen muss, das sind die Punkte, an denen du arbeiten musst und wir sind ganz individuell bei dir. Ich weiß natürlich, wo das herkommt, welche Herausforderungen du hast, dann bin ich in einer ganz anderen Position und muss natürlich ein bisschen näher dran sein und muss natürlich mir die Zeit nehmen, viel mehr zu sprechen, viel mehr in Kontakt zu sein. Das ist eine Art Mehraufwand. Ich finde aber, sie lohnt sich. Ab der 9. Klasse bekommen auch die Schüler und Schülerinnen der Reformschule Noten als Vorbereitung für die gymnasiale Oberstufe oder andere Schulformen. Für Anouk, Franziska und Nele ist das okay. Ich finde schon, die Noten sind jetzt ab einem gewissen Alter richtig, weil du einfach genauer weißt, okay, wo man jetzt steht. Ich glaube, das ist halt gut, dass man sich jetzt daran auch schon so langsam gewöhnt, bevor man dann in die Oberstufe geht, weil sonst, wenn es jetzt bis zur 10. man gar keine Noten hätte, dann glaube ich, wäre es ja sehr, sehr plötzlich. Auch wenn es ab der 9. Klasse nun auch hier Zensuren gibt. Die Schüler und Schülerinnen wissen, die Note im Zeugnis ist längst nicht alles. Es gibt andere Kompetenzen, es gibt andere Bereiche, die sehr viel sinnvoller und sehr viel wichtiger sind, die Schüler erwerben, dass sie zu einem mündigen Bürger werden, dass sie selbst reflektiert sind, dass sie mit anderen in Kommunikation treten können, dass sie sich selber einschätzen können, dass sie die Möglichkeiten haben, sich selber weiterzuentwickeln, also das Know-how bekommen, was muss ich tun, damit ich mir den Stoff aneigne und nicht zu gucken, welche Note gibt es. Über Noten und wie Eltern damit umgehen sollten, spreche ich jetzt mit Christina Blatt von der Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg. Hallo, Frau Blatt. Hallo. Frau Blatt, geben Sie uns doch vielleicht mal so eine kleine Gebrauchsanweisung für Freitag, wenn da vielleicht doch so die ein oder andere schlechte Note nach Hause kommt.
Genau, also die Note kommt ja mit dem Kind nach Hause und dem sollte man dann erstmal, denke ich, mit Gelassenheit begegnen und erstmal gucken, wie geht es dem Kind jetzt selber mit der Note. Also hat es damit schon gerechnet und weiß schon, woran es hängt, oder ist es jetzt sehr geknickt und wünscht sich Unterstützung dabei, das nochmal das Ruder rumzureißen, jetzt gerade im Halbjahr. Besonders vorsichtig sollten Eltern oder aufmerksam sollten Eltern werden, wenn es eine plötzliche Verschlechterung ist. Also wenn plötzlich mehrere Noten in den Keller gehen, dann kann das schon ein Hinweis sein, dass im Leben des Kindes was in Schieflage geraten ist und dass es irgendwie gerade nicht die Kapazitäten hat, sich um die Schule zu kümmern. Und wenn es ganz zufrieden mit den beiden Fünfen ist? Ja, dann könnte man mal drüber reden, was das weitere Ziel so ist. Okay, also ich denke ja, Kinder müssen so beides lernen. Also einmal was Pragmatisches, also wir werden nun mal beurteilt im Leben, aber auch Noten sind nicht das, was dich als Mensch ausmacht. Wie bringt man denen das bei? Na gut, das funktioniert am besten, wenn man so generell in seinem Leben mal überlegt, wie gehe ich generell mit Leistungen um. Also wenn man den Kindern vorlebt, dass man Menschen öfter mal nach Leistungen beurteilt. Also wie redet man über andere Menschen, wie wie rede ich über mein Kind, dann kommt man schon selber sich auf die Schliche, ob das gut läuft oder nicht. Und wenn man merkt, man sollte da noch mal das Ruder rumreißen, dann ist es ja nie zu spät. Und dem Kind sollte man generell von Anfang an, von Geburt an, unabhängig von jeglicher Leistung, also ob das jetzt eine Note ist oder ob das Laufen lernen ist oder was auch immer, sollte man ihm unabhängig von der Leistung Liebe und Zuwendung einfach spenden. Okay, also Noten sind nicht das Wichtigste. Nein. Hauptsache, wir sind alle gesund, hat mein Opa mal gesagt. Ja, Recht hat er, oder? Ja. Genau. Wenn es jetzt ein gutes Zeugnis ist am Freitag, darf man das denn auch so ein bisschen feiern und das Kind belohnen? Ja, also ich denke, am wichtigsten wäre zu gucken, hat das Kind sich selber Ziele gesetzt, die es erreicht hat. Dann sollte man das natürlich schon auch loben und dabei unterstützen, dass es sich weiter solche Ziele setzt. Und dann gerade Großeltern, wenn Sie schon den Opa erwähnen, die geben ja gerne auch ein bisschen Geld für die Noten. Da sollte man aber schon gucken, hat das Kind die Note gehalten, verschlechtert oder verbessert und vielleicht eher danach bezahlen, als dass man jetzt irgendwie nach einer 1 so und so viel Geld gibt, einer 2 so und so viel. Weil gerade wenn man mehrere Kinder in einer Familie hat, fällt es dem einen vielleicht leichter als dem anderen. Und ein Kind, was sich vielleicht ganz viel angestrengt hat jetzt im letzten Halbjahr, bekommt dann weniger als ein Geschwisterkind, dem alles in den Schoß fällt. Das ist ein bisschen unfair. Ja, aber so ein bisschen feiern und würdigen darf man, das habe ich rausgehört. Ja. Ne? Also meine selbst volljährigen Kinder klagen mir manchmal noch ihr Leid, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen in der Schule. Wie sehr sollte man sich da als Eltern reinmischen? Ja, das ist schwierig, weil man natürlich möchte, man möchte natürlich irgendwie die Autorität der Lehrer auch nicht untergraben. Also gut ist es auch da, als Eltern einen Moment nachzudenken, ob einem die Aktionen der Lehrer selber einen Sinn ergeben. Im Idealfall ist das so und dann kann man das den Kindern, denke ich mal, auch gut erklären. Und ansonsten, wenn es wirklich eine große Irritation ist, würde ich schon in der Schule mal nachfragen, wenn die Kinder noch sehr jung sind und dann gucken, was wünscht sich die Schule von uns als Eltern, kann ich da irgendwie was unterstützend machen, damit ich einfach besser dahinter stehen kann und auch den Kindern gegenüber dann glaubwürdig vermitteln kann, dass ich das gut finde, was an der Schule läuft. Also es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Altersfrage. Gut, und wahrscheinlich muss man auch so ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, ach, ich mische mich da gar nicht rein, dass es nicht wie Desinteresse aussieht. Ne? Genau, man sollte den Kindern auch nicht das Gefühl geben, dass man sie im Stich lässt. Ja. Das auf jeden Fall auch nicht. Also immer gucken, je nachdem wie alt das Kind ist und was die Schule auch ermöglicht oder einfordert, dass man sich so gut es geht einfach einbringt und dem Kind natürlich den Rücken hält. Weil Sie das gerade eben erwähnt haben, so am Rande, dass man nicht die Autorität der Lehrer untergraben sollte. Auch das ist manchmal eine Gratwanderung, weil manchmal denkt man ja vielleicht, das war jetzt wirklich Quatsch, aber wovon würden Sie das abhängig machen, ob Sie das dem Kind dann auch sagen oder ob Sie es einfach lieber für sich behalten? Also ich denke, in dem Fall, wenn man schon mit der Schule abgeschlossen hat und den Schulwechsel anstrebt, dann kann man es den Kindern auf jeden Fall sagen. Und wenn nicht? Vorher würde ich auf jeden Fall irgendwie gucken, wie massiv ist das. Also ist das einmal so ein Ausrutscher, ein Lehrer hat auch mal einen schlechten Tag und macht dann vielleicht ein bisschen einen Patzer. Wenn das sich wirklich häuft, dann würde ich erst mit dem Lehrer sprechen, bevor ich mit dem Kind spreche. Ah, super. Genau. Ja. Danke, Frau Blatt. Dann können wir dem Freitag total gelassen entgegensehen. Ja. Dankeschön.